Und was jetzt? Soll ich springen oder was? Eine gute Idee. Na, willst du sicher gehen, dass ich verschwinde? Du kannst mir kein schlechtes Gewissen anreden, Tanja. Jeder bekommt, was er verdient. Ich weiß. Haben Sie das gehört? Was war das? Ich habe nur einen Schrei gehört. Raus, 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 raus! Justus? In meiner Suite ist eine Schlange. Vielleicht sorgen Sie mal dafür, dass dieses Vieh verschwindet. Natürlich, Graf Lahnstein. Ja, und sie scheint giftig zu sein, also... Oh, dann hole ich mir wohl besser vorher ein Messer. Eine Giftschlange? Ja, ein kleines Abschiedsgeschenk von Tanja, würde ich vermuten. Komm. Warum versuchst du andauernd, mich zu erreichen? Weil ich mit dir sprechen möchte. Ich aber nicht mit dir. Mein Junge, bitte. Nein. Indem du Tanja rausgeworfen hast, hast du ziemlich deutlich gemacht, dass du hier die Entscheidungen triffst. Egal, was andere dir raten oder davon halten mögen. Deshalb habe ich jetzt auch eine Entscheidung getroffen. Lahnstein Enterprises wird in Zukunft ohne mich auskommen müssen. Ja, springen. Das würde mit einem Schlag Ihre Probleme lösen, nicht wahr? Herr Brandner, hören Sie. Ich will Nicola nicht nur zurück. Ich will für immer mit ihr zusammen sein. Und alle anderen sollen Ihnen dabei helfen. Nein, mein Freund, so funktioniert das nicht. Helfen können nur Sie sich selber. Und wie? Auch ich habe einmal auf einer solchen Brücke gestanden und wusste nicht, wie es weitergeht. Im allerletzten Moment wurde mir klar, dass ich die Hindernisse in meinem Leben anpacken muss. Dinge hinter mir lassen, beiseite schieben oder zu Ende bringen muss. Oder springen. Welche Dinge? Ihre Dinge, mein Freund. Ihre Vergangenheit, Ihre Frau. Sie wollen Nicola zurück, ja? Räumen Sie in Ihrem Leben den Keller auf. Schaffen Sie die Leichen raus. Waschen Sie Ihren alten, jahrelangen Dreck von sich herunter. Dann, vielleicht dann, gibt es eine Chance bei Nicola. Oh, wer hätte gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen? Schön, dass es dir wieder besser geht. Danke. Das war aber auch ein Schock. Erst verschüttet im Keller, dann auch noch die Komplikationen. Naja, jetzt ist es ja wieder einigermaßen okay. Ja, das bedeutet, dass ihr so schnell wie möglich nach Kambodscha abdüst. Nein, die Assistentenstelle ist schon wieder vergeben. Kambodscha ist gestorben. Also für mich zumindest. Was? Du glaubst doch nicht, dass ich da ohne dich hingehe? Oh, schön. Das heißt, dann sehen wir uns in nächster Zeit ein bisschen öfter. Auf jeden Fall. Vielleicht sogar öfter, als dir lieb ist. Wie meinst du das? Nichts Schlimmes. Ich erzähle dir das später in Ruhe. Danke, Justus. Ja, wir müssen noch... Ihr habt's eilig. Okay, gut. Also bis später. Bis später. Ciao. Hallo. Sag mal, sind Elisabeth und Papa jetzt... Ein Paar. Wow. Da ist man mal ein paar Tage nicht da und... Ich hätte es dir natürlich sofort gesagt, aber es gab Wichtigeres. Ja, das stimmt. Wie sieht's aus? Habt ihr Lust auf einen Kaffee oder ein zweites Frühstück? Kaffee wäre doch nicht schlecht. Super. Und wie lange sind die beiden jetzt schon? Offiziell seit dieser Geschäftsreise nach Kanada. Jessica, wo bist du denn? Ja, sowas wie mit dieser Schlange im Bett, das wird nicht mehr vorkommen. Das war der Abschiedsgruß einer Frau, die noch nie verlieren konnte. Ja, eben. Hey, sie kann doch gar nichts mehr machen.
Sie wohnt doch gar nicht mehr auf dem Schloss. Also, ich verspreche dir, ich werde die Scheidung so schnell wie möglich durchziehen, okay? Jetzt glaub mir, sie kann dir nichts mehr tun. Hm? Sebastian. Schön, dass du es einrichten konntest. Was willst du? Kannst du dir das nicht denken? Du und ich. Wir haben im Augenblick einiges gemeinsam. Ich wüsste nicht was. Dann denk mal scharf nach. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nichts so sehr verbindet wie gemeinsame Feinde. Und du hast Ansgar genauso wie ich. Tanja, was soll das hier werden? Deine kleine süße Lydia. Sie hat dich belogen, betrogen. Und nun spielt sie sich als Frau an Ansgars Seite auf. Es muss dir das Herz gebrochen haben. Jetzt sag endlich, was du willst. Tanja findet immer Mittel und Wege. Dann spielt sie den einen, dann bezahlt sie dem anderen irgendwas. Ja, aber hey, selbst wenn sie jetzt noch irgendwas vorhat, sie wird schnell merken, dass das zu nichts führt. An mein Geld kommt sie nicht ran, sie bekommt das alleinige Sorgerecht für Hannes nicht und vor allem wird sie uns nicht auseinanderbringen. Ich fänd's schade, wenn Lydia und Ansgar ihr junges Glück ungestört genießen könnten. Das haben sie nicht verdient. Weißt du, mir fällt jede Menge ein, wie ich ihnen das Leben zur Hölle machen könnte. Die doch bestimmt auch. Wie wär's, wenn wir uns zusammenschließen? Nein. Egal wie schlecht es mir auch geht, mit jemandem wie dir werde ich mich nie zusammenschließen. Weißt du, diese adlige Fotografin ist wirklich so ein fetter Fisch, wie wir glauben? Da kannst du dir sicher sein. Dann gib Gas, Schatz. Damit ich dich bald wieder für mich alleine habe. Meine Ballersüße. Ich hab den Fisch bereits an der Angel. Hallo, Nico. Schade, gut, dass Sie kommen. Wissen Sie vielleicht, wo Philipp ist? Ja, natürlich. Aber kommen Sie doch erst mal rein. Oh, danke. Ja, wie wär's? Möchten Sie einen Espresso oder einen Tee? Also eigentlich wollte ich nur... So, Philipp, verstehe. Also, wo ist er? Arno hat sich seine angenommen. Okay, und das heißt? Keine Ahnung. Die beiden sind irgendwo hingefahren und offensichtlich noch nicht wieder zurück. Gut, ich gehe dann mal wieder. Nico, wollen Sie wirklich keinen Espresso? Also gut. Die Hartnäckigkeit von Prinz Philipp imponiert mir ja irgendwie. Bei mir hat noch kein Mann tagelang die Tür belagert. Naja, was heißt hier tagelang? Außerdem tut es ihm mal ganz gut, etwas zu leiden. Vielleicht lernt er ja was daraus. Nico, Sie lieben ihn immer noch, oder? Ich glaube ihm, dass es ihm wirklich leid tut. Dann sollten Sie ihm das sagen, ne? Nico, egal was bisher passiert ist und was die Leute sagen. Wenn Ihr Herz ihm glaubt und wenn Sie ihn lieben, dann lassen Sie ihn nicht gehen. Sie sind doch nicht nur gekommen, um ihm Hallo zu sagen. Sonst jemand hier? Siehst du irgendwen? Dann trifft's eben dich. Wir hätten gern Kaffee. Schon irre, dass Helena wieder mit dir redet. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Sie ist immer noch mit Annie zusammen. Du wirst sie nie kriegen. Das ist dir doch klar, oder? Halt deinen Mund. Aber ich?
kann dir immer noch helfen. Ich bin die Einzige, die dir helfen kann. Ich brauche deine Hilfe nicht mehr. Fragt sich nur, für wie lange. Filme. Bitte, wenn du es nicht haben willst. Kaffee. Und zwar sofort. Was stehst du da so rum? Hast du keine Arbeit zu erledigen? And it seems to me there's nowhere we can go with nothing underneath. That it saddens me to say what we both knew was true. That the ice was getting thinner under me. Sebastian! The ice was getting thinner under me and you. Warst du in der Holding? Die gibt's nicht mehr. Schon vergessen? Soll das jetzt ewig so weitergehen zwischen uns? Was erwartest du denn? Was frage ich überhaupt? Liegt auf der Hand. Jetzt, wo Tanja rausgeschmissen wurde, glaubst du wohl, dass du dich auf dem Schloss wieder einzecken kannst. Sebastian. Und da möchtest du natürlich nicht gestört werden durch so einen lästigen Streit mit deinem Ex-Mann. Hör auf damit. Was denn? Ist doch so, oder? Ich hab nicht vor, jemals wieder aufs Schloss zu ziehen. Natürlich, gibt ja auch genug Absteigen in Düsseldorf, in denen du dich mit deinem Lover treffen kannst. Vergiss es. Besser? Ja. Und wenn du dir von Anfang an mehr Mühe gegeben hättest, müsste ich jetzt nicht alles kontrollieren. Musst du auch nicht. Es wird sich ja hier wohl kaum jemand umbringen, nur weil nicht alles auf Hochglanz ist. Jessica, auch auf die Gefahren, mich zu wiederholen. Wir sind hier, damit alles perfekt ist. Nicht mehr und nicht weniger. Sieh also zu, dass der Rest vom Besteck auch tadellos ist. Und schlag dir endlich den jungen Grafen aus dem Kopf. Also wen ich mir hier aus dem Kopf schlage oder nicht, ist ja wohl meine Sache. Jessica, wir sind Bedienstete. Wir haben nichts mit der Herrschaft zu tun. Je eher du dich damit abfindest, desto besser. Abfinden und bloß nichts erwarten. Das ist dein Lebensmotto, ne? Deswegen hast du es ja auch bloß zum Dienstboten von irgendwelchen gestörten Adligen gebracht. Aber weißt du was? Das reicht mir nicht. Ich werde was aus meinem Leben machen. So. Ich schätze, Ihre Hoheit. Sind wir los? Ach, was hast du denn mit dem Armen gemacht? Klartext geredet. Arno Brandmann. Was heißt das in diesem Fall? Ich habe ihm erläutert, was Nikos Problem ist. Aha, und was ist Nikos Problem? Dass er zu viele Leichen im Keller hat. Hat sie das so gesagt? Nein, aber ich kenne sie. Was sollte denn Prinz Philipp deiner Meinung nach jetzt tun? Diesen Keller entrümpeln. Seine Frau ausfindig machen, vor Gericht bringen, sich scheiden lassen. Endlich abschließen mit seiner Vergangenheit. Und zwar bevor er Nico mit weiteren bizarren Anträgen belästigt. Wir sind wirklich ein fabelhaftes Team, mein Freund. Nico war vorhin hier, sie wollte zu Philipp. Und ich habe ihr geraten, zu vergessen, was passiert ist und ihn zurückzunehmen. Und sie hat dir den Vogel gezeigt und ist gegangen, ja? Nein? Arno, weißt du es wirklich nicht? Nico liebt Philipp. Aber wenn Nico Philipp liebt, warum dann alte Wunden wieder aufreißen? Weil früher oder später diese alten Sachen wieder hochkommen.
Ein Problem bleibt so lange ein Problem, wie es nicht gelöst wird. Nikos Problem war doch vielmehr die Angst davor, es könnte für einen Neustart mit Philipp zu spät sein. Du hättest ihre Augen sehen sollen, als sie von ihm gesprochen hat. Oh, Augen leuchten, Kribbeln im Bauch. Wie lange hält das? 2, 3 Monate und dann? Dann steht diese alte Geschichte wieder zwischen ihnen. Arno, jetzt gib dir einen Ruck und freu dich für sie. Nach Freuden. Ich habe Angst um Nico. Arno, die beiden kriegen das hin. But I'm yours. Das bringt mir die tollste Ausgrabung, wenn es Andi nicht gut geht. So. Also. Auf. Achso, oh. Andis Wunderheilung und auf die Liebe. Prost. Prost. Ich darf, ne? Bitte. Was trinkst du denn da? Kaffee Latte. Sieht lecker aus. Sag mal, willst du mich nicht auf einen einladen? Nee, danke, lass mal. Echt wahr? Ein Kaffee Latte. Herzlich willkommen. Darf ich? Dankeschön. Sebastian, du bist doch nicht etwa wegen des Treffens mit Borchert hier, oder? Nein. Na, wie schön. Dann kümmere dich mal um dich selbst. Ich muss dich aber dem Treffen dann nicht ertragen. Sebastian? Hallo, Vater. Das ist mein Sohn, Sebastian vom Lahnstein. Angenehm. Ansgar vom Lahnstein. Durch ihn sind wir erst auf Sie aufmerksam geworden. Ja, das ist ja auch mein Job. Nehmen Sie doch Platz. Auf deinen untrüglichen Geschäftssinn. Jemand wie dich habe ich mir schon immer als Sohn gewünscht. Auf dich, mein Schatz. Auf die schönste Frau der Welt. Ihr seid ein wunderschönes Paar. Auf euch beide. Auf euch. Möchten Sie nichts trinken? Graf Lahnstein? Hallo? Geht es Ihnen nicht gut? Doch, es geht. Ich möchte nichts trinken. Nein, danke. Ich möchte zahlen. Ja. Mach 2,20. Stimmt so. Danke. Nathalie, bitte ruf mich mal zurück. Entschuldigung. Hey, Hi. seit wann bist du denn hier? Die ganze Zeit? Echt? Ich hab dich überhaupt nicht gesehen. Ja. Macht ja nichts. Ich muss weiter. Warte mal. Ich wollte mich noch bei dir bedanken. Wenn du nicht so cool reagiert hättest, dann wäre die ganze Sache mit Nathalie aufgeflogen. Ist schon okay. Man sieht sich. Nein, im Ernst. Ich bin dir wirklich dankbar. Du hast dein Gut bei mir. Okay. Merke ich mir. Da siehst du. Es steht dir viel besser, wenn du lächelst. Er ist nur nicht immer ein Anlass. Wäre das hier denn ein Anlass? Und wenn ich dich auf einen Kaffee einlade? Ja. Das wäre schon mal nicht schlecht. Ich lasse dich nie wieder gehen. Ich kann das nicht. Das kannst du nicht. So mit dir zusammenleben. Ich kann das nicht. Aber das ist doch das, was du willst. Ich will dich.
Für immer. Nur dich. Aber dafür muss ich noch etwas regeln. Okay. Ich werde Antonia suchen, mich von ihr scheiden lassen und sie zur Rechenschaft ziehen für alles, was sie getan hat. Kommt das von Arno? Er hat recht. Es wird sonst ewig zwischen uns stehen. Dir ist schon klar, dass Antonia aussagen wird, dass ihr am Anfang zusammengearbeitet habt? Dann kommst du auch vor Gericht. Ja. Ist dir das egal? Nein. Aber es ist der einzige Weg, das alles zu beenden. Alles wieder gut zu machen, was Antonia und vor allem ich dir angetan haben. Ich werde das durchziehen. Und wie willst du sie überhaupt finden? Sie kann mit den 2 Millionen Lösegeld überall sein. Ich weiß, dass sie in die Karibik wollte. Da werde ich anfangen. Okay, und wenn du sie gefunden hast, was willst du dann machen? Willst du sagen, hey Antonia, wir müssen uns stellen, mach dich kurz frisch, wir gehen zur Polizei? Klingt gut. Ich probiere das mal. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Hat mich gefreut. Auf Wiedersehen. Ebenfalls. Ja, ich Gut gemacht. Hallo. Wie ist es gelaufen? Er hat den Vertrag unterschrieben. Deshalb strahlst du so. Ich gratuliere. Läuft doch alles bestens. Ja, zumindest einiges. Die Sache zwischen Ansgar und Sebastian wird sich auch wieder entspannen. Tanja, Sebastian, was verschafft mir die Ehre? Willst du mir wieder sagen, wie viel du von mir hältst? ich habe nachgedacht. Ach ja? Mache ich das Richtige? In Bezug auf was? Sebastian, er hat die Firma verlassen. Er ist wütend, dass ich nicht auf seinen Rat gehört habe und Ansgar nachgegeben habe. Das hast du nicht. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Und dass Tanja zum Abschied eine Giftschlange hinterlässt, darüber müssen wir ja wohl nicht diskutieren. Trotzdem, alles, was ich in letzter Zeit tue, verletzt ihn. Ich werde Ansgar entlassen müssen, damit er in die Firma zurückkommt. Also, ich hätte ja nie gedacht, dass mir dieser Satz mal über die Lippen kommt. Aber Ansgar muss bleiben. Wir brauchen ihn. Seine Fähigkeiten, seine Kontakte, gerade jetzt. Du tust doch Sebastian keinen Gefallen, wenn du Lahnstein Enterprises gefährdest. Oder muss ich dich daran erinnern, für wen du das Wagnis einer neuen Firma auf dich genommen hast? Für die Familie. Für die Familie, ja. Ich will, dass Ansgar und Lydia genauso leiden wie ich. Ich will sie am Boden sehen, beide. Das heißt, wir beide haben einen Deal. Wir haben einen Deal.